It's over. FC Bayern win the Champions League once more. Weiter, immer weiter. Das bedeutet, dass letztlich alles möglich ist. Der FC Bayern strebt immer nach dem größtmöglichen Erfolg. Als Mentalität vom Club ist einfach dieses Gefühl, immer gewinnen zu wollen, zu müssen fast schon. We just want to keep going. Als ich es zum ersten Mal übergestreift habe. Er bringt einen 18-Jährigen, Bastian Schweinsteiger. Den Moment werde ich nie vergessen. Was, Schweinsteiger? Tor! Natürlich sind die Spieler enorm wichtig, aber im Endeffekt ist der Verein immer an erster Stelle. Mit 15 Jahren habe ich mir alles hier angeschaut und mit 16 bin ich dann hierher gewechselt und war ich wirklich sehr überrascht, wie familiär es hier einfach ist und wie wohl ich mich hier gefühlt habe. Die Mitbewohner in unserem Jugendhaus waren wie Brüder für mich. Die Frau Wanke, damals unsere Erzieherin, die auf uns aufgepasst hat, irgendwo eine zweite Mama für uns und das war schon was Besonderes, wofür ich heute sehr dankbar bin. Ich habe immer in meiner Karriere auch für den FC Bayern gespielt, aber auch für die Fans. Allein diese Treppen hochzugehen auf Rasen und du siehst erst das Dach und dann siehst du die ganzen Fans sitzen. Fans können Spiele entscheiden oder mitgestalten. Wenn 75.000 deinen Namen durch die Arena schreien, das ist ein wunderschönes Gefühl. In der Südkurve, wenn man steht und in der Masse ist, da schwappen die Emotionen auch viel besser auf einem rüber. Und ja, das ist wie wenn man sich verliebt eigentlich. Die Südkurven-Jahreskarten für uns 4 ist eigentlich unser größter Familienbesitz. Also die ist wertvoller als alles andere. Ich habe mich immer so gefühlt, dass ich einer wie der andere bin. Und deswegen fand ich das auch immer gut, wenn wir zum Beispiel diese Weihnachtsfeiern hatten. Und da kommst du dem Fan so nah und du spürst es, dass du einer von denen bist. Das sind alles Dinge, die den FC Bayern einzigartig machen und die den Fans so ein Gefühl geben, naja, wenn ich Bayern-Fan bin, dann bin ich Teil dieser großen Familie. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Reibereien, das ist ja auch klar. Es kommt in den besten Familien vor. Ein Onkel von mir, der ist Dortmund-Fan, was auch gut ist, weil dann knistert es ein bisschen. Wenn man hier durch die Räumlichkeiten läuft, sieht man diese mächtige Vergangenheit. Und das ist etwas, was natürlich einen Impact hat, was eine Wirkung hat auf einen Menschen. Diese Atmosphäre, die man hier hat, die Ansprüche, die man hat, auch die ganzen Bedingungen, die ich so vorher nicht kannte, auch gerade im Frauenfußballbereich, war für mich neu. Und dann setzt es einfach im Kopf dann auch an, dass man denkt, okay, man will einfach gewinnen, man hat Bock, hier für diesen Verein Gas zu geben. Man will einfach immer sein Bestes geben, 100%, um besser zu werden. Und die Spieler, die schon länger beim FC Bayern sind, leben das auch vor für die Neuzugänge. Ihre eigene DNA geben sie weiter. Also die Siegermentalität bei Bayern, die hat jeder, auch im Jugendbereich, das merkt man im Training. FC Bayern will in den kommenden Jahren mehr Nachwuchsspieler zu den Profis heranführen und ich hoffe, dass ich einer davon sein werde. Gerade bei Bayern München ist es so, dass 90% nicht reichen, 95% reichen nicht. Du musst 100% zeigen, sonst schaffst du es nicht. Dieses berühmte Mir san mir, was ja auch bedeutet, die Dinge auf seine Art und Weise einfach auch mal durchzuziehen, durchzusetzen. Und das zeichnet den Verein natürlich aus, dass jeder das Beste gibt, um erfolgreich zu sein. Und das Ganze zusammengefügt als Team kann dann eventuell so einen Titel auch ausmachen. Wir sind das 8. Mal in Folge Meister geworden. Wir haben jetzt insgesamt 50 nationale Titel. Yeah, winning all these trophies means a lot. It's everything to us, and to keep doing it again, we just want to keep going. Man spürt da einfach so eine gewisse Aggressivität, Dominanz schon. Deswegen wurde mir in Spanien immer La Bestia genannt. Ich hoffe, dass irgendwann der ganze Platz hier voller Sterne noch sein wird.
Das geht nicht so einfach. Ja, wir gehen draußen, spielen, am Ende sind wir Meister. Man muss schon hart arbeiten. It's a goal! Fans of both clubs will always remember these last seconds. Da war wieder mal ein Tag, dass ich beim Fußball geweint habe. The title has been taken away from Bayern in a spectacular twist. Wie geht das, dass man in 1 Minute, 2 Minuten ein Champions League-Finale verliert? Und wir haben alles richtig gemacht. Und dann das verlorene Finale daheim, da habe ich auch geweint. Dass dann dieses Elfmeterschießen vor einem so abläuft und man sieht, auf einmal schwimmen einem die Fälle davon und ja, es war so wie ein Film, der vor einem abgelaufen ist. Viele Vereine, aber auch Menschen zerbrechen an solchen Niederlagen wie in Barcelona oder auch hier zu Hause. Das war ja unglaublich. Steht der FC Bayern danach wieder auf? Ja. Ich beantworte jetzt immer noch mit Ja oder Nein. Das ist super für einen Film. Was da passiert, ist schwierig zu sagen, weil man direkt nach dem verlorenen Finale gespürt hat, diese Mannschaft möchte einfach aufstehen und nächstes Jahr das Unmögliche möglich machen. That's Robin! Iron Robin! That has to be it for Bayern Munich! Das ist große menschliche Stärke, dass man nach so einer Niederlage wieder so zusammenwachsen kann. So, hoffentlich hält Oliver Kahn den jetzt. Schuss, gehalten! Und das Schönste war dann 2001, dass wir endlich die Champions League gewonnen haben. That's it! Das war eine Explosion. FC Bayern win the Champions League! Der Champions League-Erfolg 2013, das war das Erfüllen unserer Mission. Aber man muss es wissen, es geht weiter. Wir haben noch lange nicht geschafft. Wir wollen natürlich in Europa ganz oben angreifen. In den nächsten Jahren sehe ich den FC Bayern ganz oben. Aber auch sich ein Versprechen zu geben, dass man das nur zusammen schafft. Das kann keiner alleine schaffen.